Motor mit C-Sport.de. Hallo liebe Elektrosportfreunde, heute stellen wir euch das Godway M Super V3 vor. Das Godway M Super V3 ist also jetzt in der dritten Generation, obwohl ja der Unterschied zwischen dem V1 und dem V2 nur ganz gering war. Da ging es um die Gerätebreite und dass bei dem Ventil eine kleine Aussparung war. Aber jetzt beim V3 haben wir eine wirkliche Änderung, und zwar zieht sich das Design vom MCM4 und ACM jetzt auch hoch bis zum 18 Zoll Rad. Das bedeutet weg von dem Kastendesign und hin zu einem gefälligen, runden Design. Ja, der Preis dafür ist, dass wir etwas mehr an Gewicht haben. Es wiegt jetzt immerhin schon 19,2 Kilogramm. Allerdings muss man dazu sagen, wir haben auch einen schwereren Motor, der ist einfach kräftiger und sicherer. Also das Gewicht kommt nicht nur vom Design, und wir haben ja auch mehr Features in diesem Rad. Zu den Akkugrößen, da haben wir einmal die 680 Wattstunden Version und die 828 Wattstunden Version. Der Motor im M Super V3, der leistet jetzt 1500 Watt Nennleistung, also permanente Leistung, die er abgeben könnte, und im Spitzenfall stehen sogar 3000 Watt zur Verfügung. Das ganze Rad fährt maximal 40 Stundenkilometer schnell, aber bitte fahrt nicht zu schnell, und wenn ihr das trotzdem machen wollt, tragt bitte Schutzkleidung, denn ein Sturz bei 40 Stundenkilometer, der kann sehr, sehr schmerzhaft werden. Jetzt haben wir auch im Godway M Super V3 die 12 MOSFET-Version. Das bedeutet, ihr habt 12 statt 6 Leistungstransistoren, die die Energie zu eurem Motor steuern. Und hier nochmal die alte Grafik. Da seht ihr ganz gut, dass sich die Leistung quasi aufteilt. Jeder einzelne Leistungstransistor wird nicht mehr so heiß. Und das bedeutet, dass er einfach länger hält, und das ist ein großes Plus an Sicherheit für euch wiederum. Zu den Bedienelementen. Wir haben jetzt erstmalig eine USB-Ladebuchse eingebaut. Da könnt ihr euer Smartphone oder was auch immer laden. Wir haben natürlich die Ladebuchse von dem Einrad selber. Und der Taster, der ist nicht nur ein Taster zum Ein- und Ausschalten, wenn ihr ihn lange betätigt, sondern wenn ihr ihn kurz drückt, wenn das Gerät eingeschaltet ist, dann könnt ihr den Lichtmodus ändern. Nämlich einmal drücken bedeutet, Licht ist eingeschaltet, beim zweiten Mal ist das Licht in einem Flash-Modus, einem Blinkmodus, und beim dritten Mal geht es aus. Das Ganze könnt ihr auch während der Fahrt machen, keine Angst, das Rad schaltet sich dabei nicht aus. Kommen wir zum Geschwindigkeitstest. Zunächst einmal der Freilauftest. Das bedeutet, ich halte das Rad in der Hand und lasse es frei drehen ohne Last, und da sieht man, es schaltet sich bei 53 Stundenkilometer endgültig ab. Nun, das Ganze ist etwas unrealistisch, weil ja keine Last drauf ist, aber wir wissen, theoretisch schafft es 53, und darum haben wir diesmal dieses Rad auf einen Teststand gebracht, und den Teststand haben wir extra gebaut für Einräder, und ja, dafür kommt jetzt hier folgendes Video. Der Teststand besteht aus künstlichen Beinen, auf denen ein Gewicht durch Betonplatten liegt. Die ganze Konstruktion kann man mit einer Kurbel hoch und runter drehen.
Das Rad selber kann flexibel eingespannt werden, sodass der Teststand für jedes Rad benutzt werden kann. Durch die Luftpolster links und rechts sitzt das Rad fest, aber dennoch etwas flexibel im Teststand. Mit einem Hebel am Ende des Teststandes kann man den Winkel des Gerätes verändern und somit die Geschwindigkeit erhöhen oder verlangsamen. Eine dieser beiden Rollen ist verbunden mit einer Lichtmaschine. Durch diese kann man noch zusätzliche Last an das Rad bringen. Ja, ich hoffe, euch gefällt unser Teststand. Und was ist nun das Ergebnis? Ja, das Rad schaltet hier bei 46 Stundenkilometern ab. Spitze haben wir so 47 Stundenkilometer gemessen, aber 46, das ist der Wert, der mir auch realistisch erscheint. Und dieser ganze Aufbau mit dem Gewicht und der Reibung entspricht ungefähr einem Fahrer mit 75 Kilogramm. Und da das Rad ja maximal 40 Stundenkilometer fahren soll, macht diese Abschaltung auch Sinn bei 46. Bitte probiert das nicht aus. Ich kann es nicht oft genug sagen, wenn ihr bei diesem Tempo fallt, das ist wirklich fast schon lebensgefährlich. Ja, was bringt denn das Rad in der Realität? Also, beziehungsweise was traut man sich dann zu fahren? Und unser Testfahrer Roman, der hat das Rad gleich auf Anhieb und der hat es zum ersten Mal gefahren an diesem Tag auf 35 Stundenkilometer gebracht. Bitte entschuldigt, dass er keine Schutzkleidung getragen hat. Das bitte macht so nicht nach. Und ich finde 35, das ist schon schnell genug und ja, ihr seht schon, wie schnell er hier durchs Bild rauscht, also das Rad hat schon ordentlich Power. Es gibt bei diesem Rad natürlich auch wieder die Warnstufen, die sind ungefähr bei 26, 30 und 35 Stundenkilometer. Ihr wisst ja, die ersten beiden Warntöne könnt ihr abschalten, also der erste Warnton ist ein Doppelton, der zweite ein Dreifachton und dann ein permanent unterbrochener Ton und das bedeutet dann bitte nicht mehr weiter beschleunigen. Außerdem steht euch der Pedaltilt zur Verfügung, das bedeutet, ihr könnt einstellen, wann die Pedale hochkommen. Wenn ihr die Funktion nutzt, was ich euch auch empfehlen möchte, stellt ihr wirklich sehr konservativ ein, eher bei 35 Stundenkilometer, denn von 35 zu 40, diese 5 km/h, die sind schnell erreicht und somit habt ihr nochmal ein physikalisches Feedback, falls ihr die Warntöne überhören solltet. Eine Sache, die sich jetzt endlich verbessert hat, sind die Pedale. Die sind wirklich rutschsicher. Man hat nicht nur die Gummierung hier drauf, sondern auch ein Anti-Rutschband. Das ist im Prinzip wie Schleifpapier und ihr seht schon, unser Fahrer wackelt hier mit dem Fuß. Das Rad folgt absolut, es rutscht überhaupt nicht mehr weg, auch nicht bei Nässe. Also großes Lob an Godway. Ich glaube, das sind für mich zurzeit dann die besten Pedale. Davor waren es ja immer die vom Firewheel, aber jetzt ist das Godway M Super V3 endlich mit Pedalen ausgestattet, die wirklich absolut rutschsicher sind. Ja, zum ersten Mal haben wir auch eine Wärmebildaufnahme von dem Rad gemacht und es war ja schon recht kalt, das heißt, übermäßige Hitzequellen wären uns aufgefallen, wir haben hier aber nichts bei dem Rad feststellen können, es ist alles in Ordnung. Lediglich der Reifen ist natürlich etwas wärmer geworden und dort, wo die Beine vom Fahrer angelegt waren, dort sieht man auch noch die Restwärme, aber keine größeren Hitzequellen. Ja, das Licht, ihr wisst ja schon, vorne kann man das Licht auch blinken lassen, wenn man sehr auffällig sein möchte. Wenn man aber im Dunkeln etwas sehen möchte, und das sieht man hier, dann kann man das mit dieser Lampe sehr gut. Das Rücklicht, das ist nicht nur ein normales Rücklicht, sondern es zeigt im Stand auch den Akkustand an. Und zwar, wenn der Akku voll ist und das Rad steht, dann leuchten diese 5 LEDs. Und wenn der Akku schon etwas leerer ist, wir sind ja im Tester mit etwas weiter gefahren, dann seht ihr, eine LED ist bereits aus. Und ja, je leerer der Akku ist, desto mehr LEDs gehen aus. Natürlich könnt ihr den Akkustand auch mit eurer App auslesen. Und was das Rücklicht noch kann, ist blinken. Und zwar, wenn ihr links oder rechts abbiegt, erkennt das Rad und lässt das
LED-Licht sozusagen blinken. Ob das jetzt sehr sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ich finde es aber irgendwie schön gemacht und diese Liebe zum Detail, gerade im Licht, ja, die macht das Rad einfach noch interessanter. Die Godway-App, die hat sich nicht geändert und für alle die sie schon kennen, die können jetzt einfach vorspulen. Hier unten läuft die Zeit ab und das bedeutet, wenn die auf 0 ist, dann ist die App zu Ende erklärt und für alle anderen, denen zeige ich nochmal den Ausschnitt aus dem alten Video zur App. Und ja, man muss das Godway nicht mehr manuell suchen und verbinden. Man startet die App und geht einfach hier drauf. Jetzt muss ich oben noch mal links auf dieses Bluetooth-Symbol drücken, dann bin ich verbunden. Und das sieht man an dem Akkustand, 90%. Dann ist man sicher, man ist verbunden. Temperatur wird angezeigt. Ja, unten ist auch noch mal ein Zeiger unter dem Tacho, der die Temperatur quasi als Zeigerinstrument anzeigt. Und links in der Ecke steht sie halt noch mal als Zahl. Man kann jetzt bei Settings die üblichen Sachen verstellen. Mode ist quasi der Fahrmodus, also Sports bedeutet sehr straff. Wenn ich mich vorlehne oder zurück, dann neigt sich das Rad so gut wie gar nicht und Medium ist halt das Mittel und Leisure ist eben, dass das Rad wirklich soft sich ja, vorneigt und zurückneigt, wenn ich entsprechend beschleunige oder bremse. Beim Alarm, wie immer, können wir die ersten beiden Alarmstufen ausschalten. Also Disable First Alarm heißt erste Alarmstufe ausschalten, Disable Second Alarm, zweite Alarmstufe ausschalten und Open Alarms bedeutet, dass alle Alarme wieder an sind. Der dritte Alarm, der bleibt natürlich immer an, ist klar, das ist eure Sicherheit. Was hier auch schon beim MCM4 ging, ist das Tilt-Back-Setting. Das bedeutet, die Pedale kommen ab einer bestimmten Geschwindigkeit hoch, also sie neigen sich. Man hat nochmal ein mechanisches Feedback und weiß, okay, man ist jetzt am Limit oder beziehungsweise an diesem Limit, das man hier eingestellt hat. Und wenn man das gar nicht möchte, kann man auf Cancel Tilt-Back drücken, dann hat man kein Tilt-Back. Ich weiß, hier steht jetzt bis 48 km/h. Lasst euch davon nicht irritieren. Das ist ja auch für andere Räder noch eingestellt. Dieses Rad fährt maximal 40 km/h und die App ist auch noch im Entwicklerstadium. Möglicherweise wird das später entfernt. Ja, bei Calibration, da kann man die Grundneigung oder die Grundstellung des Rades einstellen. Also ob die Pedale gerade sein soll oder schon beim Fahren etwas geneigt sind. Das mache ich zum Beispiel immer. Ich fühle mich etwas sicherer, wenn die Pedale, also wenn die Spitzen der Pedale etwas weiter nach oben gestellt sind. Ja, hier bei Lights kann man noch einstellen, dass man das Licht komplett ausschaltet. Ja, und bei Language natürlich die Sprache einschalten. Ist eigentlich alles selbsterklärend soweit. Und die App ist ja leider noch ein bisschen instabil, aber die neue Version wird dann hoffentlich gut funktionieren. Und der große Vorteil ist eben, dass es sich viel einfacher verbinden lässt, so wie wir es halt von Ninebot oder Kingsong kennen.
Ein wirklich sehr nettes Feature vom Super V3 haben wir euch bis zum Schluss aufgehoben. Es gibt jetzt endlich einen Trolleygriff und der lässt sich richtig gut benutzen. Das Rad muss natürlich eingeschaltet sein und was ich persönlich viel besser noch finde, wenn man ihn versenkt, ist es ähnlich wie beim Kingsong KS16, dann ist der Griff überhaupt nicht zu sehen. Das Rad sieht ganz normal aus, nicht so Oma-mäßig. Ich kenne es ja, glaube ich, von InMotion, da ist dieser Griff schon so ein bisschen sichtbar, auch wenn er versenkt ist. Das sieht immer so ein bisschen nach Handkoffer aus. Aber hier ist dieser Griff wirklich komplett versenkt und das Rad sieht cool aus. Wenn man das dann benutzen will, dann kann man ihn einfach rausziehen und ja, und das Rad lässt sich wirklich gut damit bewegen und es ist ja auch relativ schwer leider. Insofern ist dieser Griff eine wirklich gute Option. Ja, und damit auch schon unser Fazit. Das Godway im Super V3 hatte alles, was wir brauchen. Endlich super rutschfeste Pedale. Es hat den Trolleygriff, es hat vor allem Licht. Es ist leider etwas schwerer geworden, aber dafür habt ihr mehr Sicherheit durch die 12 MOSFETs und den stärkeren Motor. Natürlich könnt ihr das am Super V3 bei mir im Shop bestellen und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Elektro mit C-Sport.de